Servus zusammen. Vergangene Woche haben wir uns ja den Sowjet-Teil etwas genauer angeschaut aus der Kursk 2-Spieler Starterbox und wie ihr das Ganze zusammenbauen könnt. Und heute möchte ich das gleiche für die Deutschen machen. Wie wir hier schon sehen können, wir haben hier wesentlich weniger Panzer als letzte Woche. Aber auch hier natürlich das gleiche Thema wieder. Alles ist auf Panzer ausgelegt. Also wir haben hier nur eine sehr kleine Streitmacht, ohne jegliche Artillerieunterstützung oder Infanterie dabei. Auch bei den Deutschen gibt es wieder so eine Übersicht über die verschiedenen Formationen, die ihr spielen könnt in Midwar Ostfront. Und da gab es eben die 2 Bücher Iron Cross und Ghost Panzers, die hier zusammengefasst sind. Und das sind die Formationen, die ihr spielen könnt. Hier gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Ihr seid aber auch ähnlich wie bei der Sowjetseite hier auf eines gebunden, und zwar in diesem Fall auf die Mixed Panzer Company. Für alles andere sind nicht die passenden Fahrzeuge bzw. Panzer eben dabei, um diese spielen zu können. Also hier habt ihr nur die Möglichkeit, diese eine Formation zu spielen. Da gibt es auch keine anderen Varianten davon. Was bekommt ihr hier für die Deutschen? Grundsätzlich, ihr habt dabei 2 Panzer 4, 2 Panzer 3, 2 Panther und dann am Ende noch einen Tiger. Hier müsst ihr ein bisschen vielleicht aufpassen, was den Zusammenbau betrifft. Ich werde hier jetzt erstmal darauf eingehen, was ich hier zusammengebaut habe, und dann werde ich euch dann noch ein paar Varianten dazu erzählen. Ich bin bei den Bases von letzter Woche jetzt ein bisschen weitergekommen. Falls euch solche basigen Materialien oder auch zum Beispiel die Kursk Starterbox interessieren, dann schaut gerne unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link zu S-Games, wo ich mir diese Sachen unter anderem auch geholt habe. Und da findet ihr so einiges zu ganz guten Preisen. Grundsätzlich, wir starten hier mal mit dem HQ, das wir benötigen, um überhaupt eine Armee aufbauen zu können. Da haben wir ein Mixed Panzer 3 und Panzer 4 Late, Mixed Panzer Company HQ. Und hier sehen wir schon, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zusammenzubauen. Wir können als HQ einen Panzer 4 nehmen oder haben die Möglichkeit auf einen Panzer 3. Und wenn wir uns das auf der Rückseite ansehen, gibt es hier auch verschiedene Varianten, die ihr bauen könnt. Mit eben gemischt Panzer 1, Panzer 3, Panzer 4 oder nur ein Panzer 3 oder 2 Panzer 3 oder eben auch einen bzw. 2 Panzer 4. Das könnte euch natürlich dann ein bisschen in Schwierigkeiten bringen, wenn ihr dann das Ganze weiter aufbauen möchtet. Da hier vielleicht ein bisschen darauf achten, wie ihr das zusammenbaut. Ich habe mich hier dazu entschieden, einen Panzer 4 mit einem 7,5 mm Geschütz zu nehmen. Das ist eben die Variante hier oben für 13 Punkte. Das ist mein HQ-Panzer, der die Armee anführt. Hat eine Frontpanzerung von 6, Seite und Rücken 3 und ein Top-Armor von 1. Ist Hit on Careful 4 Plus, das heißt, wir sehen hier schon im Vergleich zu den Sowjets, die Deutschen sind wesentlich schwieriger zu treffen. Auch hier das Skill Rating mit 3 Plus ist wesentlich besser als bei den Sowjets mit 5 Plus. Dafür aber auch hier die wesentlich kleinere Anzahl von Figuren in der Armee. Dann, wie der Name der Formation eben schon sagt, haben wir dann unser eigentliches Platoon, ein Panzer 3 und Panzer 4 Mixed Platoon. Auch hier ist eigentlich die Ausrüstungsmöglichkeit vergleichbar mit der aus unserem HQ. Nur eben kann hier auch der Panzer 3 mit einem 7,5 cm Geschütz
ausgestattet werden. Und da das eben ein Mixed-Platoon ist, haben wir auch dementsprechend Möglichkeiten. Das Platoon startet hier eben mit 3 Panzer 3 bis zu einem Maximum von 5. Und wir können hier dann eben bei den Panzer 3 das Geschütz austauschen, beziehungsweise bis zu 2 Panzer 4 dann mitnehmen. Und genau dort stellt sich dann eben das Problem, wenn ich hier jetzt bereits einen Panzer 3 genommen habe für eine HQ-Auswahl, dann habe ich zum Beispiel keine Möglichkeiten, dann gilt mir hier dann eben ein Panzer 3 dann ab für dieses Platoon. Falls ich hier 2 spielen möchte, habe ich dann nur mehr die Möglichkeit, einen zu spielen und müsste dafür dann die 2 restlichen Panzer, die ich brauche, in dem Platoon dann eben zu Panzer 4 aufrüsten. Hier sehen wir schon, das Ganze ist ein bisschen komplexer von der Armeezusammenstellung her und von den Möglichkeiten als bei den Sowjets. Auch hier wieder, es ist eigentlich der gleiche Panzer, grundsätzlich wie im HQ, also die gleichen Werte, wird getroffen auf die 4+, Veteran Skill 3+, die gleiche Armor, da ändert sich nichts, auch im Großen und Ganzen ziemlich ähnlich, aber eben wie wir hier schon die ganze Zeit merken, wir haben hier eben 2 verschiedene Panzervarianten in einem einzelnen Platoon. Dann haben wir hier noch die beiden Panther hier hinten. Die kommen mit einer Anti-Tank-Hauptbewaffnung von 14 daher. Bei den anderen hatten wir hier dann 9 bzw. 11. Das heißt, das ist schon wesentlich besser mit Anti-Tank 14. Und das ist schon auch so für den einen oder anderen Gegner dann gefährlich, wenn man sagt, Frontpanzerung von 6 oder von 5. Wenn man da trifft, das durchschlägt direkt mal die Frontpanzerung der gegnerischen Zieleinheit. Also das ist schon nicht ganz ungefährlich, aber hier eben keine Möglichkeit, hier irgendetwas weiter auszurüsten. Hier haben wir das 7,5 cm Geschütz als Hauptbewaffnung und dann eben die MGs. Eine ganz ordentliche Frontpanzerung mit 9 und abgeschlossen wird diese Armee hier eben vom Tiger. Auch hier wieder eine Frontpanzerung von 9, wird auch auf die 4+ getroffen, wie der ganze Rest unserer Armee. Auch hier wieder Veteran Skill 3+ und ein Cross-Check von 3+ eben. Der einzige, der hier ein bisschen besser ist, ist eben der Panther mit 2+. Auch die Panzer 3 und 4 haben hier 3+. Und ähnlich wie beim Panther, auch hier eine Hauptbewaffnung mit Anti-Tank 14. Also ist schon nicht so zu unterschätzen, diese ganze Feuerkraft, die uns hier diese Seite dann bietet. Und auch hier wieder keine Möglichkeit, hier irgendetwas auszurüsten. Im Großen und Ganzen, so wie ich diese Armee hier zusammengestellt habe, kommt sie auf 108 Punkte. Das ist ein bisschen natürlich über den 100 Punkten für Anfangsspiele, um mal ins Spiel reinzusteigen, nicht so tragisch, wenn ein paar Punkte Unterschied sind. Aber hier muss man definitiv ein bisschen noch was investieren, um dann Sachen etwas auszutauschen, um dann auch regulär 100 Punkte aufstellen zu können. Ich habe hier jetzt diese beiden Panzer kurz ausgetauscht, denn ihr habt hier auch die Möglichkeit, das Ganze auf diese Art und Weise zusammenzubauen, dass ihr sagt, ihr habt einen Panzer 3 als euren HQ-Panzer, eure HQ-Auswahl und dann eben ein Mixed Tank Platoon mit einem Panzer 3 und 2 Panzer 4. Auch das wäre möglich, der Rest hinten bleibt ohnehin gleich und auch dadurch, dass die Bewaffnung eben gleich bleibt, kommen auch im Großen und Ganzen dann die Punkte wieder auf die 108 Punkte hin. Also da habt ihr auch ein bisschen die Möglichkeit abzuwechseln, wenn ihr das möchtet. Wie wir vorher auch schon gesehen haben, die Möglichkeiten der Formationen sind hier auch wieder recht eingeschränkt, eben da wir nur das Mixed Panzer Company Platoon, die Mixed Panzer Company Formation bauen können.
aus den ganzen. Aber auch hier wird die Möglichkeit, die Stalingrad-Box dazu, und wir haben auch Infanterie und Artillerie ein bisschen dabei, beziehungsweise Nebelwerfer. Und da kann man schon wieder ein bisschen Abwechslung in die ganze Sache mit reinbringen. Was hier vielleicht noch interessant eben zu sagen ist, beim Gussrahmen für die Panzer III, ihr habt hier noch weitere Sachen dabei, also könnt ihr hier theoretisch auch dann noch das 7,5 cm Geschütz hier für die Panzer III verwenden, um so auch noch mehr Variation reinzubekommen in eure Armee. Diese würden dann pro Panzer jeweils einen Punkt kosten. Also wenn ich jetzt wieder auf meine ursprüngliche Armeeliste hier zurückgehe, so, dann hätten wir hier wieder unser Panzer III Mixed Platoon, Panzer III, Panzer IV mit 2 Panzer III und einem Panzer IV. Und hier könnte ich jetzt eben diese beiden Panzer III noch anders ausrüsten mit den 7,5 cm Geschützen, die wir hier gerade im Gussrahmen noch gesehen haben, statt dem 5 cm Geschütz, das sie hier von mir bekommen haben, standardmäßig die Bewaffnung ist. Das wäre auch möglich und würden so auf eine Armeegröße von 110 Punkten dann kommen. Eine sehr kleine und kompakte Streitmacht, aber ich denke mir, für den Anfang ist das Ganze auch gar nicht mal so schlecht, da man hier nicht so viele verschiedene Sachen hat, auf die man dann schauen muss. Im Unterschied zu den Sowjets sind hier auch alle Platoons Teil der Formation, also überhaupt nichts im Support. Ich werde euch hier jetzt noch das Video von letzter Woche verlinken, wo wir uns eben die Sowjetseite aus der Box angesehen haben und was wir da für Möglichkeit haben, diese zusammenzubauen.